abgeholt. Da will irgendwelche Testfahrten machen. Ja, wir haben ja wann war es? Freitag bin ich ja beim Benny in der Halle gestrandet, nachdem wir so ein bisschen Probleme mit dem Turbolader Drehzahl hatten. Wir wollen jetzt noch mal schnell 1-2 Loks rausfahren, um den zum Telly schicken zu können, dass er sich das auch noch mal anguckt. Wir fahren das Auto jetzt ein bisschen warm, dann gehen wir auf die Autobahn und fahren mal im Low Boost, 3., 4. Gang komplett aus, um zu sehen, wie sich da der Turbolader verhält von der Drehzahl. Und das gleiche machen wir dann nochmal mit so 2 Bar und dann fahren wir die 2,4, 2,6 Bar mal raus und wollen da jetzt mal gucken, was die Turbolader Drehzahl macht. Das Mackventil haben wir getauscht, das hat Probleme gemacht. Allerdings oben raus vermute ich immer noch, dass wir zu viel Luftmenge irgendwo verlieren. Und das wollen wir jetzt mal eben anhand der Logdaten rausrechnen und mal gucken, was da die Turbolader Drehzahl macht und der Druck. Wir haben am Sprungluftventil noch mal ein bisschen was umgestellt. Da habe ich die Verzögerungszeit nach unten genommen und auch den Differenzwert zum Öffnen, dass das Ding früher aufmacht. Weil ich glaube, dass der Turbolader beim Gas geben, das Sprungluftventil zu spät zumacht, der Turbolader frei hochdreht und mir dann eigentlich, wenn wir die Luftmenge wollen und das Sprungluftventil zumacht, die Laderdrehzahl schon viel zu weit hochgeschossen haben und so schnell da der Druck so extrem nach oben. Aber das sehen wir dann in den Loks. Von dem her, wir haben das Auto ein bisschen verkabelt, damit ihr auch ein bisschen Ton habt und ja, könnt ihr jetzt mal genießen. Bei dieser Luftmenge einfach noch nicht stoppen anfängt.
Regelungen, die eigentlich gegeneinander arbeiten, weil der Turbolader so hoch dreht. Also der Ladedruck, der will immer aufbauen und dann kommt der Bauteilschutz von der Turbolader-Drehzahl und drückt dann eigentlich dagegen. Dass wir eventuell noch ein zweites Schwungluftventil nochmal einbauen. Eins können wir mal machen. Also ganz wichtig, 80 sind erlaubt, ja, dass wir auf keinen Fall jetzt schneller durchfahren. Ja, müssen wir auf jeden Fall bei 60 begrenzen. Das geht im zweiten auch. Temperaturen schauen eigentlich alle hervorragend aus, gell? So 86 Grad Wassergrad und vom Kühler weg haben wir auch bloß 55, also da kommt genügend kühles Wasser hinterher. Höhe ist aber bei 85 und die Getriebetemperaturen schauen eigentlich alle hervorragend aus. Kraftstoff mit 32 ist auch noch ganz okay, aber jetzt fahren wir ein bisschen langsamer, das heizt sich gerade auf. Also die geht auch bei schnellerer Fahrt, geht die dann los. Ja, würde ich mal sagen, die meisten Daten haben wir. Gehen wir nochmal full. Und dann ja, fahren wir die Karre ein bisschen kalt und dann schauen wir uns die Daten mal an. Aber also bis auf diese Ladedruckregelung bin ich mit dem Auto ziemlich zufrieden. Und natürlich den Ladedruck wieder, ja. Das merkst du, wie der stoppt jetzt einfach. Ja. Eins nach dem anderen. Ah, der Pit-Limiter scheppert schon wieder. Ja. Also gerade im Sonne komplett gestört. Nur gucken, dass wir hier wieder Keilriemen brauchen. Oh, stimmt. Ja. Ja, also wir haben immer noch das Problem mit dem Blattern vom ersten Riemen, dass wenn du den halt wirklich so in den Begrenzer reinlässt, der ist schon ein bisschen hart abgestimmt, dann fliegt der ganz gern mal weg und das mag halt der Motor gar nicht, wenn er kein Wasser mehr kriegt. Gell?
Ja, da bin ich immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich jetzt auf elektrische Wasserpumpe umbauen soll oder nicht, aber ja. Das Wichtigste immer, erstmal ein bisschen fahren, genießen und dann kann das nächste wieder kommen. Halbwertssteuerung an sich
von der Haldex. Und die hat als Fenster, macht die schon mit. Aber da steht dran auch die Differentialtemperatur. Genau, ist von hinten aber Ja, genau. auch und Getriebetemperatur. Was wir jetzt nicht haben, ist die Temperatur vom Winkelgetriebe. Da war in meiner Überlegung, ob wir die noch reinmachen. Selbst jetzt haben wir noch Kraftstofftemperatur 31 Grad. Wir sind recht gemütlich gefahren. Viel oder? Nee, also für das Oh, da war schwarze Strich dahinter. Nee, eigentlich nicht. Man muss ja überlegen, wie heiß ist da die Ansaugbrücke alles ist. Ja. Und das ist eigentlich schon. Also kommt genügend Kraftstoff nach. Das war die Bedenken, wo wir am Anfang hatten, weil wir ja nur mit 2 Leitungen vorfahren und keinen Rücklauf haben. Dass es eventuell eben, wenn wir mal nach Volllastfahrten oder sowas zu langsam sind, das Benzin mehr oder weniger zu heiß wird. Weil jetzt normalerweise ein System benutzt, um Rücklauf in den Rücklaufkühler oder in den Kühler zu gehen, dass du den Spritkühler kriegst. Aber ja, schaut gut aus, kann man so fahren. Willkommen im neuen Video. Also das alte ist schon nicht ganz fertig. Wir haben ja euch versprochen, dass wir die Daten auswerten. Allerdings sind die Daten so umfangreich, dass wir das in einem separaten Video machen. Und dass ihr dazwischen drin jetzt auch auf jeden Fall mal nochmal was habt. Ja, haben wir über dem schönen Wetter nochmal das Auto rausgezogen und sind ein bisschen rumgefahren. Und ja, genießt das nächste Video und freut euch drauf.